Hallo Freunde, einige von euch haben es schon angemerkt, in letzter Zeit ist es ein bisschen viel mit den ganzen Technikvideos geworden und die Reisevideos sind in den Hintergrund gerückt. Ja, das stimmt, das gebe ich zu, das soll aber auch in Zukunft wieder besser werden. Trotzdem möchte ich es jetzt nicht versäumen und euch ein weiteres Gerät aus der Reihe der Apple CarPlay und Android Auto Displays vorstellen. Und zwar geht es hierbei um das AOC BX, ein Gerät vollgepackt mit tollen Features, wie zum Beispiel Reifendrucksensoren, Dashcams für vorne und hinten, einem neuen BSD-Sensor, also einem Totenwinkelassistent und einem externen GPS-Modul. Vom Unboxing bis zur Bedienung und das Ganze dann auch noch in der Praxis, all das erfahrt ihr in diesem Video. Also wie immer, dranbleiben. Los geht es wieder mit dem Unboxing. Die Verpackung selbst ist schon recht groß und vollgepackt mit jeder Menge Zubehör. Angefangen mit dem 5,5 Zoll großen Display. Das Gerät hat eine Auflösung von 960 x 480 Pixel und eine automatische Helligkeitsanpassung. Am Display selbst gibt es keine Schalter, nur einen Anschluss für die gesamte Kabellage und einen Schacht für eine Mini-SD-Karte. Eine 64 GB Mini-SD-Karte ist im Lieferumfang enthalten. Auf der Rückseite gibt es noch eine gummigelagerte Anschlussplatte im Rum-Mount-Stil für die Halterung. Weiterhin im Lieferumfang das Kabel für die Stromversorgung mit einem Anschluss an die Batterie, der Kabelbaum zum Anschluss der einzelnen Geräte, das externe GPS-Modul, das BSD- oder Toter-Winkel-Modul, dann die beiden Dashcams für vorne und hinten. Diese haben eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel und einen Kamerawinkel von 140 Grad. Weiterhin haben wir noch eine Spiegelhalterung für das Display und für die Fernbedienung. Dann hier die kabelgebundene Fernbedienung, ein bisschen Werkzeug wie Kabelbinder und ein Putztuch. Dann die beiden Reifendrucksensoren mit Kontermuttern und einem Werkzeug dafür. Die Lenkerhalterung mit einigen Adaptern für diverse Lenkerdurchmesser. Und wie gerade schon erwähnt, die 64 GB Mini-SD-Karte. Ein gedrucktes Handbuch gibt es hier nicht. Zusätzlich zur normalen Gerätehalterung wird noch ein Modul zum schnellen Entnehmen und Befestigen des Displays mitgeliefert. Dieses finde ich hier mal ganz praktisch. Um diese Option nutzen zu können, muss man die Halterung mit ein paar Handgriffen umbauen. Als erstes muss hierzu die Befestigungsplatte vom Gerät entfernt werden, um dann die Kugelhalterung abschrauben zu können. Anstelle der Kugel wird nun ein Teil des Schnellentnahmemoduls an die Befestigungsplatte des Geräts geschraubt. Die zuvor abgeschraubte Kugel wird am Gegenstück des Schnellentnahmemoduls befestigt. Zum Schluss wird die Befestigungsplatte wieder auf das Gerät geschraubt und fertig. Das Halterungssystem ist komplett aus Metall und macht hier auch einen stabilen Eindruck. Hier nochmal die Features des Geräts zusammengefasst. 5,5 Zoll Touch-Display mit einer Auflösung von 960 x 480 Pixel. Das Gerät ist IP68 wasserdicht, Apple CarPlay und Android Auto kompatibel. Hat ein eigenes Dashboard, mit dabei Dashcams für vorne und hinten. Die sind ebenfalls wasserdicht mit einer HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Und einem Blickwinkel von 140 Grad. Dabei auch ein externes GPS-Modul, das BSD-Radarmodul, Reifendrucksensoren, ein flexibles Halterungssystem, die komplette Verkabelung, Montagematerial und die 64 GB SD-Karte. Für das AOC BX gibt es zum Zeitpunkt meines Tests neue Firmware-Updates, die vor der weiteren Verwendung installiert werden sollten. Das Update beinhaltet unter anderem auch die OTA, also Over-the-Air-Funktion. Damit können weitere Updates später dann per WLAN auf das Gerät installiert werden. Um die neue Firmware zu installieren, benötigt man die mitgelieferte Mini-SD-Karte. Wie das im Einzelnen funktioniert, findet ihr auf der Website von AOC unter Support, Motorcycle Support und dann unter BX Firmware Update. Auf dieser Seite findet ihr oben drüber auch das fehlende Handbuch als PDF-Datei. Wie die einzelnen Dateien heruntergeladen werden können und wie diese dann auf die Mini-SD-Karte installiert werden, wird auf dieser Seite beschrieben. Für die weitere Upgrade-Prozedur mit OTA oder auch zum Verwalten der Aufnahmen aus den Dashcams benötigt ihr noch die Motonavi-App auf eurem Smartphone. Die App findet ihr im App Store von Apple oder im Google Play Store.
Damit alles funktioniert, müsst ihr hier noch einen Account mit E-Mail und Passwort erstellen. Ist dieser eingerichtet, könnt ihr euch mit dem Gerät verbinden, Updates installieren, Kameraeinstellungen anpassen und die Videos der Dashcams verwalten und exportieren. Als nächstes werde ich das Gerät inklusive Zubehör am Motorrad installieren. Zum Testen benutze ich für das Display das vorhin erwähnte Schnellentnahmemodul. Die Frontkamera befestige ich vorne in Fahrtrichtung am Sturzbügel und die Rückfahrkamera mit Blick nach hinten auf der Heckkofferplatte. Die Kameras kann man durch Drehen in der Halterung ausrichten. Als Hilfestellung dient ein kleiner Pfeil am Gehäuse. Das BSD-Modul befestige ich ebenfalls an der Heckkofferplatte. Das GPS-Modul sollte möglichst frei und nicht an metallischen Gegenständen befestigt werden. Eine Montage unter der Sitzbank ist hier aber kein Problem. Bei der Stromversorgung gibt es noch eine kleine Besonderheit. Man kann das Gerät durch Anschluss an die Batterie mit Dauerstrom versorgen oder es an die Zündung anschließen. Dafür habe ich mich dann entschieden. Denn damit das BSD-Modul korrekt funktioniert, muss es auch an die Zündungsoption angeschlossen werden. Es darf nicht direkt mit der Batterie verbunden werden. In der PDF-Bedienungsanleitung findet man hierzu eine Anschlussskizze mit englischer Erklärung. Diese hätte man eventuell noch etwas besser ausführen können. Auch die Verkabelung des BSD-Moduls hätte man gegebenenfalls mit Steckverbindungen versehen können. Sind alle Bauteile installiert, werden diese nun mit dem Anschlussverteiler verbunden. Die einzelnen Anschlüsse sind farblich markiert und beschriftet. Hier noch eine Ergänzung. EOSI hat mir nachträglich noch einen neuen Kabelbaum zugeschickt. Das Anschlusskabel zum Gerät ist nun 28 cm lang. Weiterhin ist es jetzt auch möglich, das Gerät über die USB-Buchse mit Strom zu versorgen. Der neue Kabelbaum wie auch das 1 Meter lange USB-Anschlusskabel sind bei aktuellen Bestellungen im Lieferumfang bereits enthalten. Die Verkabelung der einzelnen Bauteile habe ich zum Testen erstmal provisorisch mit Kabelbindern befestigt. Wenn man das Gerät dauerhaft verwenden möchte, sollte man hier schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Vor dem ersten Einschalten des Geräts habe ich noch die aktuellen Firmware-Updates auf die SD-Karte kopiert und dann in das Gerät gesteckt. Nach dem Einschalten wurden diese dann installiert. Bei diesem Gerät ist es auch möglich, den Startbildschirm oder das Boot-Logo zu ändern. Die passenden Dateien bekommt ihr beim Kundensupport. Die mitgelieferte SD-Karte muss dafür im Gerät formatiert werden. Die Datei zum Ändern des Logos wird dann auf eurem Computer auf die SD-Karte kopiert. Das neue Boot-Logo müsst ihr euch mit einem Grafikprogramm im Format 480 x 960 Pixel wieder selbst erstellen. Das Ganze könnte dann so aussehen. Die von euch erstellte Boot-Logo-Datei kommt nun ebenfalls mit auf die SD-Karte. Dann die SD-Karte in das ausgeschaltete Gerät stecken. Einschalten, ausschalten und wieder einschalten und siehe da, das neue Boot-Logo wurde installiert. Im EOSI BX ist ein kleiner Puffer installiert, der die Zeit zwischen Zündung und Motorstart überbrückt. Es bootet also nicht noch einmal komplett neu, wenn ihr das Motorrad startet. Die Verbindung mit dem Smartphone und Apple CarPlay oder Android Auto funktioniert im Prinzip genauso wie bei Carpuride oder Shige. Deshalb gehe ich jetzt erstmal nicht näher darauf ein. Schauen wir uns nun die Funktionen des Geräts im Einzelnen an. Auf dem Dashboard sieht man oben die einzelnen Verbindungen, einen Kompass, die Geschwindigkeitsanzeige, Uhrzeit und die Anzeige der Reifendrucksensoren. Über den Button Mobile wechselt man zur Apple CarPlay und Android Auto Ansicht. Auf der rechten Seite findet man hier noch einen zusätzlichen Button, der als eine Art Schnellzugriff auf verschiedene Funktionen dient. Wie zum Beispiel die Lautstärkeeinstellungen des internen Lautsprechers oder die Helligkeitseinstellungen des Displays. Weiterhin gibt es noch einen Home-Button, um wieder auf das Dashboard zu gelangen, und einen weiteren für die Kameraansicht. Über die Schaltfläche Dashcam gelangt man zu den Kameraansichten der vorderen und hinteren Kamera. Hier kann man zum einen die Kameraansicht wechseln, die Aufnahmen sperren, die Aufnahmen starten oder stoppen, Fotos aufnehmen und die einzelnen Kameraaufnahmen verwalten, wie zum Beispiel die vordere Kamera, hintere Kamera, Notfallaufnahmen und Fotos. Über das Zahnrad gelangt man zu den Einstellungen der Kameras. Hier gibt es die Möglichkeit, die Länge der Loopaufnahmen einzustellen, Bearbeitungsmöglichkeiten der Kameraansichten vorzunehmen
Mit der Kollisionseinstellung hat man die Möglichkeit, im Falle eines Aufpralls oder Unfalls die Aufnahme zu sperren und zu speichern, ohne dass diese dann überschrieben werden. Ähnlich funktioniert auch der Überwachungsmodus. Dieser startet dann und sperrt die Aufnahmen, wenn zum Beispiel das geparkte Motorrad angefahren oder umgekippt wird. Dann gibt es hier noch den Aufnahmeschalter zum Ein- und Ausschalten und die Möglichkeit, die SD-Karte zu formatieren. Über die Schaltfläche Einstellungen kommt man zum BSD-Modul. Hier gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, das Modul anzupassen. Hier wird zum einen das BSD-Modul mit dem Display gekoppelt. Dann kann man es generell ein- oder ausschalten, Warntöne ein- oder ausschalten sowie die Ansicht der Heckkamera hinzufügen. Über den zweiten Button Einstellungen kommt man zu den Systemeinstellungen. Hier gibt es die Option Wi-Fi Audio, Audio-Einstellungen und die Konfiguration der Reifendrucksensoren. In diesem Bereich werden die Sensoren mit dem Gerät gekoppelt und man kann einige Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die Reifendruck-Alarmschwelle, die Anzeige für Bar oder PSI sowie Grad Celsius oder Fahrenheit. Über die GPS-Informationen erhält man GPS-relevante Informationen wie Anzahl der verbundenen Satelliten, Höhe, Geschwindigkeit und mehr. Über Datum und Uhrzeit stellt man dementsprechend die aktuellen Daten ein. Über den Punkt Sprache wählt man die gewünschte Ländersprache. Bei Geschwindigkeit kann man zwischen Meilen und Kilometern pro Stunde wählen. Dann gibt es noch die Systeminfos. Hier kann man auch sehen, dass die aktuelle Firmware installiert wurde. Und über Zurücksetzen kann man dann das Gerät wieder in die Werkseinstellungen versetzen. Wie sich das Gerät in der Praxis verhält, schauen wir uns jetzt mal an. Das Gerät bietet mit dem 5,5 Zoll Display eine gute Größe. Das BX ist recht hell und passt sich dank der automatischen Einstellungen gut an die Gegebenheiten an. Die Bedienung mit Handschuhen hat auch sehr gut funktioniert. Die Geschwindigkeitsanzeige auf dem Dashboard funktioniert ebenfalls und stimmt mit der gefahrenen Geschwindigkeit weitestgehend überein. Das Gerät sitzt gut und fest in der Halterung. Auch bei unebenen Straßen halten sich die Vibrationen hier in Grenzen. Und wie verhält sich jetzt der BSD-Sensor? Funktioniert das überhaupt? Von hinten rechts nähern sich nun zwei Motorräder. Was passiert? Die Kamera geht an und es gibt ein akustisches und ein optisches Signal. Das hat schon mal funktioniert. War es Zufall? Hier gleich nochmal. Von hinten nähert sich nun ein Auto. Das System reagiert. Die Kamera geht an, Warnsignale, hat funktioniert. Und hier nun mein Fazit zum AOSI BX. Das wasserdichte 5,5 Zoll große System mit Touch-Display und automatischer Helligkeitsanpassung bietet eine Vielzahl von Funktionen, wie zum Beispiel die Anbindung an Apple CarPlay und Android Auto, Dashcams für vorne und hinten, den BSD-Sensor für die tote Winkelerkennung, ein externes GPS-Modul und die Reifendrucksensoren. Während meines Tests haben alle Komponenten funktioniert und auch die Update-Installation sowie die Verbindung zu Apple CarPlay waren praktisch selbsterklärend und verliefen hier ohne Probleme. Die Möglichkeit, Updates nun per WLAN zu installieren sowie die Halterung mit der Schnelllösefunktion finde ich hier ganz gelungen. Auch der neue Kabelbaum mit USB-Anschluss ist ein gelungenes Update. Es soll nun auch noch eine weitere Version des Kabelbaums mit wasserdichten Kappen geben. Vielen von euch ist es auch wichtig, ein eigenes Bootlogo verwenden zu können. Auch das ist mit diesem Gerät möglich. Aufgrund der vielen Komponenten ist die Verkabelung schon ein bisschen aufwendiger. Vielleicht könnte man hier noch einiges verbessern und vereinfachen. Das BSD-Modul hat keinerlei Steckverbindung. Auch hier könnte man meiner Meinung nach noch etwas tun, um die Installation zu vereinfachen. Das Handbuch gibt es nur als PDF-Download auf der Website. Eine mehrsprachige Druckversion mit ausführlicher Erklärung wäre auch noch ganz nett. Wer Navigation, Multimedia, Sicherheit und Dashcams in einem einzigen robusten Gerät sucht, bekommt hier ein gutes Komplettpaket. Mehr Infos zu diesem Gerät und der Firma AOSI findet ihr auf deren Website. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Zu dem AOSI BX und weiteren Geräten kann ich euch wieder einen Rabattcode anbieten. Erhältlich sind die Geräte im Webshop von AOSI. Und mit dem Rabattcode TOM22 erhaltet ihr 22% Rabatt. Wie das geht, findet ihr auch in der Videobeschreibung.
Wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo, ein Like und ganz wichtig einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt könnt ihr auch die neue Hype-Funktion von YouTube testen und nutzen. Damit könnt ihr mich und meinen Kanal zusätzlich unterstützen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.